Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen zurück auf meinem Kanal, wobei ihr ja gar nicht wirklich weg wart. Ich war die weg war. 3,5 Wochen sind wir durch Chile gereist und ich habe so viel erlebt. Deswegen wollte ich jetzt erstmal zum wieder reinkommen, ein kurzes Live-Update machen, euch aufklären, was so alles passiert ist und auch meine Ziele reflektieren, die ich hatte für diese Reise, was ich mir so vorgenommen habe und natürlich traditionell, wie wir das dieses Jahr angefangen haben, meine Ziele für März mit euch teilen. Zuerst mal ein paar Worte zur Reise. Es war wirklich mega interessant und lustigerweise gestern war unser, wie sagt man, Jahrestag in Chile. Gestern vor einem Jahr sind wir in Chile angekommen. Und was interessant ist, ist, dass ich in diesem Jahr kein einziges Mal das Land verlassen habe. Und warum ich das jetzt erwähne, ist, weil ich sagen wollte zu der Reise, dass es sich angefühlt hat, als wären wir tatsächlich in einem anderen Land gewesen. Einfach, weil wir in ganz anderen Landschaften unterwegs waren, in ganz anderen Klimazonen und wirklich ganz neue Sachen kennenlernen dürften, die ich so auch noch nicht erlebt habe, weil ich noch nie auf diesen Breitengraden unterwegs war. Gut, weil natürlich Südamerika, unten die Spitze, Feuerland, auch soweit ich weiß in diesen Breitengraden das einzige Festland ist, natürlich abgesehen von der Antarktis. Südafrika geht ja gar nicht so weit runter. Wir hier in Santiago sind ja schon fast auf der Höhe von Südafrika. Das heißt, Chile geht ja noch viel weiter runter Richtung Antarktis als Afrika. Auch wenn man das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat als Deutscher, außer natürlich man hat irgendwie eine Beziehung zum Land. Aber so rein geografisch gesehen haben wir das nicht unbedingt in der Schule gelernt, wie krass Chile eigentlich ist, wo das positioniert ist auf dem Globus. Und ich muss echt sagen, bei der Reise in den Süden habe ich auf jeden Fall gespürt, wie weit in den Süden es geht. Ich weiß nicht, ob einige von euch die Reise vielleicht auch in Instagram verfolgt haben. Da habe ich auch immer mal wieder was hochgeladen, wenn ich Netz hatte. Das ist auch alles noch in meinen Highlights. Also wenn ihr auf mein Profil geht und Highlights Sur de Chile, also Süden Chiles, da könnt ihr nochmal alles anschauen, alle Stories, die ich gepostet habe. Außerdem habe ich auch so ein kleines Reisetagebuch in Bildern geführt. Also das nur für die Ungeduldigen. Ich habe aber natürlich auch alles für YouTube gefilmt. Ich werde auf meinem spanischen Kanal ein Reisetagebuch machen mit deutschen Untertiteln. Das steht euch dann auf jeden Fall auch zur Verfügung. Ich werde aber auch hier auf dem deutschen Kanal das ein oder andere Video über die Reise machen. Ich habe mich nur noch nicht ganz entschieden, in welchem Format ich das machen möchte. Also diese Daily Vlogs, wie ich sie auf dem spanischen Kanal machen werde, werde ich nicht zusätzlich hier auch noch machen, weil das fühlt sich für mich irgendwie doppelt gemoppelt an. Aber ich werde schon Videos zur Reise machen und euch auch das Material zeigen und wahrscheinlich eher darauf eingehen, was ich auf dieser Reise alles gelernt habe zum Beispiel. Aber das seht ihr dann in Zukunft. Jetzt würde ich sagen, werfen wir doch mal einen Blick auf meine Ziele, die ich hatte für den Februar. Dazu habe ich wieder mein schlaues Notizbuch hier und meine Ziele für Februar waren nur eine Seite lang natürlich. Es ist eh irgendwie strange zu behaupten, man würde sich Ziele setzen für eine Reise. Ich glaube, Ziele oder ein Ziel ist auch vielleicht nicht so richtig das richtige Wort, um das zu beschreiben. Vielmehr habe ich versucht, einen Fokus zu setzen, irgendwie mit einer Intention ranzugehen. Ich glaube, Intention ist das bessere Wort in dem Fall. Was ich jedenfalls tun wollte, war Videos filmen ohne Ende. Das steht hier wortwörtlich so drin. Das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ich wollte offen für neue Erfahrungen sein, das war ich auch auf jeden Fall. Ich wollte mir klar werden über die Message, die ich in die Welt senden will, näher zu mir finden, meine Meditationsroutine halten und als letztes meine Money-Tracking-Methode, Routine halten, also dass ich quasi alle Ausgaben tracke. Das mit den Ausgaben hat funktioniert. Diese 3 vorherigen Ziele, diese mehr spirituellen, sag ich mal, Ziele oder diese, ja, nach innen reflektierenden Ziele, da bin ich nicht so weit gekommen, wie ich gern wäre. Also weder habe ich viel nachgedacht über die Message, die ich in die Welt senden will, noch habe ich unbedingt näher zu mir gefunden und meine Meditationsroutine war zero. Genau das, was ich nicht wollte. Und ich erzähle euch auch mal kurz, warum es so gekommen ist. Es war eine Reise mit sehr vielen Etappen. Ich habe wirklich gelernt in dieser Zeit, was der Unterschied ist zwischen Urlaub und Reise und die letzten 3,5 Wochen waren definitiv
eine Reise und kein Urlaub. Das heißt, wir waren wirklich von morgens bis abends unterwegs. Wir haben super oft die Unterkunft gewechselt. Also wir hatten unzählige verschiedene Unterkünfte. Ich habe nicht durchgezählt, aber wahrscheinlich fast so viele, wie wir Tage unterwegs waren. Noch dazu war ich eigentlich fast ununterbrochen zusammen mit meinem Mann und teilweise sogar noch mit einer anderen Freundin. Und das ist etwas, das mich davon abhält, zum Beispiel zu meditieren oder auch über meine eigenen Sachen nachzudenken, weil wir uns natürlich viel unterhalten und auch Zeit zusammen verbringen. Was jetzt nicht schlimm ist, weil Quality Time in der Beziehung oder in der Ehe ist natürlich auch eine absolut wichtige Sache und auch eine Priorität für mich. Aber wenn ich in der gleichen Unterkunft mit meinem Mann bin, zeitgleich, dann kann ich nicht meditieren. Ich brauche wirklich meine eigenen vier Wände, in denen in dem Moment kein anderer zu Hause ist. Ansonsten komme ich geistig nicht zur Ruhe. Ich bin einfach so sehr introvertiert, falls das die richtige Bezeichnung dafür ist, dass es mich schon stört oder dass ich schon nicht ganz meine Gedanken gehen lassen kann, wenn nur jemand im Nebenzimmer ist sozusagen. Und deswegen hat das mit der Meditation für mich nicht funktioniert, auch wenn ich oft darüber nachgedacht habe, dass ich es eigentlich machen wollte. Aber ich hatte einfach kein einziges Mal die Gelegenheit, dass ich alleine in der Unterkunft war oder auch draußen irgendwie allein unterwegs war, weil wir natürlich auch die ganzen Wanderrouten zusammen gemacht haben und so. Deswegen bin ich da auf jeden Fall nicht weitergekommen in diesem Sinne, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Was nicht auf der Liste stand, was ich aber auf jeden Fall als super, super großen Erfolg erwähnen möchte, ist, wie gut ich diese Wanderstour gemeistert habe, die wir gemacht haben. Torres del Paine Nationalpark, da gibt es 2 Touren, das O und das W, und wir haben das W gemacht. Und das war die größte körperliche Herausforderung, die ich bisher in meinem Leben hatte, anstrengungstechnisch. Die Angaben über die Länge der Wanderung und auch über die Höhenmeter, die es gibt auf der offiziellen Seite und auch bei den ganzen Anbietern, sind auf jeden Fall untertrieben, zumindest wenn wir unseren Sportuhren glauben können. Also wir haben in den 5 Tagen 100 Kilometer zurückgelegt, also im Durchschnitt 20 Kilometer pro Tag und insgesamt 5000 Höhenmeter, wobei wir am ersten Tag alleine schon 2000 hatten. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir das, glaube ich, gar nicht unbedingt zugetraut. Vor allen Dingen halt, weil es dann doch mit Rucksack war. Ich wollte eigentlich erst einen kleinen Rucksack mitnehmen. Wir haben dann aber wirklich am Tag vorher festgestellt, dass sich das einfach nicht ausgeht und habe dann am Ende doch meinen großen Rucksack mitgenommen. Und es war wirklich erstaunlicherweise machbar für mich. Ich war kein einziges Mal den Tränen nahe, ich habe kein einziges Mal geweint, ich bin kein einziges Mal so hart an meinen Grenzen gewesen, dass ich wirklich dachte, wie komme ich hier raus aus der Nummer. Ich habe jeden Tag genossen. Natürlich war es anstrengend, natürlich habe ich geschwitzt und natürlich hatte ich total viele Blasen an den Füßen und natürlich war es anstrengend und ich hatte Momente, wo ich keinen Bock mehr hatte und einfach nur ankommen wollte in der Unterkunft. Aber es war wirklich weit entfernt von an meinen Grenzen und das hätte ich echt gar nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob es an meiner Erwartungshaltung lag, dass ich einfach so krass darauf eingestellt war, zu leiden, dass es dann einfach so easy war für mich. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht habe ich auch einfach wirklich wahnsinnig gut trainiert, worum ich mich ja bemüht hatte. Ich habe mich jedenfalls damit wahnsinnig selber überrascht, denn ich bin anscheinend körperlich zu sehr viel mehr fähig, als ich dachte, was mich natürlich freut und was eine wahnsinnig interessante Lektion ist. Das ist also wirklich das absolut Beste, was in der Reise passiert ist, und auch der Nationalpark Torres del Paine war jetzt naturtechnisch und erlebnistechnisch und landschaftstechnisch für mich das Highlight in dieser Reise. Das heißt, ich bin jetzt definitiv erholt. Ich habe diesen Urlaub eigentlich oder diese Reise überhaupt nicht an die Arbeit gedacht und konnte super gut abschalten. Meine Akkus sind voll aufgeladen, zumindest meine geistigen, meine körperlichen noch nicht ganz. Mein Körper ist noch ein bisschen mitgenommen, meine Füße sind noch am Heilen, meine Nägel sind total brüchig. Meine Lippe ist inzwischen wieder verheilt. Ich hatte ein fetzen Fieberbläschen. Ich hatte ja auch mir die Augen verbrannt. Ich weiß nicht, ob ihr es in Instagram mitbekommen habt. Weil wir unterm Ozonloch in Feuerland waren und ich einen Tag meine Sonnenbrille zu Hause vergessen hatte in der Cabana. Und dann habe ich mir ordentlich die Augen verbrannt. Ja, aber das nur am Rande. Man lernt seine Lektionen mit der Zeit.
Und jetzt blicken wir mal auf die Zukunft und was ich im März alles umsetzen möchte. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Ziele für den März oder für die Zukunft und die meisten sind kleinteilig. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie ein großes, krasses Ziel, was meine komplette Zeit in Anspruch nehmen wird, sondern stattdessen werden meine Tage sehr zerstückelt sein, denn ich werde an sehr vielen Projekten gleichzeitig arbeiten. Was aber für mich im allergrößten Fokus steht, ist wieder eine Routine aufzubauen. Denn ich hatte eine ganz gute Routine vor der Reise, aber jetzt war ich natürlich 4 Wochen weg und es ist immer ein Risiko, dass wenn man sich wieder von vorne reinfuchst in seine Aufgaben oder den Arbeitstag wieder von vorne startet, die Arbeitstage nach so einer langen Zeit ohne Arbeit, dass man irgendwie nicht so ganz produktiv wieder reinkommt. Und deswegen glaube ich, dass es gerade super wichtig ist für mich, wieder eine Morgenroutine oder allgemein eine Tagesroutine zu finden, um nicht in dieses Prokrastinieren reinzukommen und in diesen Chill-Modus. Also das ist meine allergrößte Priorität, im März jetzt eine Routine aufzubauen, die mir für den Rest des Jahres hilft, produktiv zu arbeiten. Denn das war jetzt unser Jahresurlaub, es ist ja Hochsommer hier in Chile. Wir werden noch zweimal was machen, aber definitiv nicht so lange und der nächste große Urlaub ist dann erst wieder in einem Jahr im Februar. Ich möchte auf jeden Fall dieses Reisetagebuch schneiden und hochladen auf meinem spanischen Kanal. Das heißt auch, damit sich diese Reisetagebücher nicht zu sehr in die Länge ziehen, will ich jetzt erstmal 2 Videos pro Woche auf dem spanischen Kanal machen. Ich muss mal gucken, ob ich dann die 2 Videos pro Woche hier halten kann, aber ich hatte ja zum Jahreswechsel schon gesagt, dass ich mal gucken muss, wie es weitergeht hier auf dem deutschen Kanal und dass ich nicht mehr so krass fest an den festen Upload-Tagen festhalten will, sondern mich mehr darauf fokussieren will, dass ich einfach ein Video mache, wenn ich wirklich auch einen Inhalt habe, den ich mit euch teilen will und nicht einfach nur, weil ein bestimmter Wochentag erreicht ist. Und ich glaube, dass ich auch so die Qualität meines Contents wieder höher halten kann oder auf Dauer höher halten kann. Ich möchte mich in Instagram wieder mehr auf Reels fokussieren, einfach um mehr Wachstum in meinem Instagram zu generieren. Das ist nämlich extrem ins Stocken geraten und ich muss ehrlich sagen, dass Reels nicht mein Lieblingsformat sind. Es liegt nicht unbedingt an den Reels. Ich mag den Prozess der Reel-Erstellung nicht, weil ich halt als YouTuber gewohnt bin, am Laptop zu schneiden und dieses Reels erstellen auf dem Handy finde ich ein bisschen lästig, weil es so einfach ist, dann wieder in diesen Instagram-Sog auch reinzukommen, wenn man halt in Instagram ist, um jetzt trendige Sounds zu suchen und es wirklich zu bearbeiten und auch dann natürlich immer wieder die Kommentare zu checken, mehrmals täglich. Und es ist halt so einfach von den eigenen Kommentaren dann zack wieder auf die Seite zu kommen, wo halt Inhalte angezeigt werden. Deswegen ist es schwierig für mich oder es ist eine Herausforderung für mich, dort Content zu erstellen und auf Kommentare zu antworten, ohne darin zu versumpfen. Und das ist halt schwierig, aber ich möchte mich dem stellen und hoffentlich wird es für mich funktionieren. Denn ich habe immer noch nicht, nach keine Ahnung wie vielen Jahren wir darüber jetzt schon sprechen, ein Gleichgewicht gefunden. Es passiert mir immer noch, dass ich in diesen Sog reinkomme und da nicht mehr rausfinde. Dann möchte ich ein Projekt weiterführen, das ich, glaube ich, schon erwähnt habe. Ich habe ja mein erstes kleines spanisches E-Book geschrieben. Das habe ich veröffentlicht, kurz bevor wir in Urlaub gefahren sind. Und im März möchte ich, nicht nur im März, sondern in den nächsten Monaten, mich gezielt auf das Marketing dieses E-Books konzentrieren. Das heißt, es auch wirklich vertreiben, weil von allein verkauft sich sowas nicht unbedingt so gut, wie wenn man Marketing betreibt. Heißt, ich möchte auch ein bisschen was lernen über Online-Marketing und mich darauf eben fokussieren und da auch etwas von meiner Zeit rein verwenden. Denn natürlich habe ich es geschrieben, es ist fertig, also möchte ich versuchen, auch so viele Versionen davon wie möglich zu verkaufen. Und dann haben wir noch 2 komplett neue Projekte, von denen ich euch noch gar nichts erzählt habe, glaube ich, oder zumindest nicht in dem Sinne. Ein Projekt für März ist, den chilenischen Führerschein zu machen. Da wir jetzt unseren Jahrestag hier in Chile hatten, dürfen wir eigentlich offiziell nicht mehr unbedingt Auto fahren. Also die Regeln sind hier so ein bisschen, ja. Also der deutsche Führerschein ist ja schon anerkannt, aber eigentlich muss man nach einem Jahr den chilenischen machen und der deutsche verliert sozusagen seine Gültigkeit. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir quasi ohne Führerschein Auto fahren, aber es ist halt schon besser, den chilenischen dann zu machen. Die Behörden verlangen das schon von einem. Und deswegen möchte ich mich darauf fokussieren. Ich habe mich auch schon ein bisschen informiert, was super nervig ist, dass es hier für die Theorie keinen Fragenkatalog gibt, sondern nur ein Buch mit 200 Seiten. Und ehrlich gesagt hält sich meine Lust wahnsinnig in Grenzen, einfach nur ein Buch auswendig zu lernen.
ja, es ist nicht schlecht, seine Kenntnisse mal wieder aufzufrischen, aber diesen ganzen echten Prüfungsprozess nochmal durchzumachen, obwohl ich ja schon, lasst mich überlegen, wie alt bin ich? 13 Jahre habe ich meinen Führerschein. Ich fahre seit 13 Jahren unfallfrei und jetzt muss ich das einfach alles nochmal durchkauen. Also ich muss sowohl die Theorie als auch die Praxis nochmal machen. Fahrstunden sind hier in Chile nicht verpflichtend, deswegen Gott sei Dank muss ich keine Fahrstunden machen. Was allerdings hier in Chile ist, nur so Information am Rande, ist ganz interessant. Man muss einen Reaktionstest machen vom Führerschein und einen Hör- und einen Sehtest. Und der Führerschein hier in Chile läuft alle 2 Jahre oder 3 Jahre, glaube ich, ab. Und dann muss man den Reaktionstest wiederholen. Und den muss man bestehen, damit der Führerschein verlängert wird und das sein ganzes Leben. Was ich eigentlich super gut finde, weil so natürlich die Voraussetzungen passen, dass jeder, der im Straßenverkehr teilnimmt, auch körperlich dazu in der Lage ist, die Situation zu umreißen. Das ist ja was es in Deutschland jetzt nicht gibt. Und hier ist das halt nicht erst ab einem bestimmten Alter, sondern wirklich von Anfang an. Also das wird auf jeden Fall einiges meiner Zeit fressen und auch wahrscheinlich meiner Nerven. Ja, und das zweite Projekt, von dem ich euch noch nicht erzählt habe, das ist auch was komplett Neues und es ist noch nicht 100% sicher. Ich hatte mit einem Unternehmen gesprochen über Social Media Management und wir wollten das eigentlich als Freelancer-Tätigkeit machen, aber nachdem wir uns genauer angeguckt haben, wie das hier alles in Chile so funktioniert und in welchem Rahmen das Ganze stattfinden soll und so weiter und so fort, ist es jetzt im Endeffekt auf eine vertragliche Teilzeitanstellung hinausgelaufen. Den Vertrag habe ich auch schon, er ist aber noch nicht unterschrieben, weil jetzt im Februar halt alle im Urlaub sind. Also nicht nur ich, sondern ganz Chile macht im Februar Urlaub. Das heißt, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, somit noch nicht 100% fix, aber den Entwurf habe ich. Das heißt, wenn da jetzt nichts mehr schief geht und der unterschrieben wird, dann starte ich ab März auch noch mit einer Teilzeittätigkeit für ein sehr cooles Unternehmen, von dem ich euch erzählen werde, wenn es unterschrieben ist. Als Social Media Managerin. Das heißt, das ist mein erstes 100% chilenisches Einkommen durch eine Anstellung und das wird mir hoffentlich auch helfen, im weiteren Visa-Prozess hier besser dazustehen. So, das waren schon sehr viele Ziele. Ich habe mir auch noch 3 private Ziele gesetzt, weil ich finde immer eigentlich, oder ich bin inzwischen der Meinung, dass es ausgeglichen sein sollte zwischen Arbeitszielen und privaten Zielen und dass ich auch ein bisschen Fokus reinstecken sollte, um wirklich meine Freizeit gut zu gestalten, damit es mir nicht passiert, dass ich irgendwie nach einem Monat nur meine Freizeit am Handy oder vom Laptop verbracht habe, in Netflix oder was auch immer, sondern vielleicht auch echt was geschafft habe, was mich erfüllt, was mich glücklich macht und auch an Projekten gearbeitet habe, die wirklich nur für mich sind, ohne Druck und ohne monetären Zwang und solche Sachen. Und das eine ist, dass ich mich angemeldet habe, jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder für einen Lauf. Und zwar gibt es einen Santiago-Marathon in 11 Wochen, glaube ich, ist der. Ich werde aber nicht den Marathon laufen, auch nicht den Halbmarathon, auch nicht die 10 Kilometer. Ich werde die 5 Kilometer laufen. Also ich fange ganz, ganz klein an, weil ich auch einfach noch gar nicht wusste, wie es mir körperlich nach Torres del Paine geht und ob ich danach überhaupt noch wahnsinnig motiviert bin für Sport oder nicht. Aber es lief ja gut, also vielleicht hätte ich mich für 10 anmelden können. Aber vielleicht das Jahr danach. Was die Herausforderung jetzt für mich ist, dass ich ja bisher nur auf dem Laufband laufe hier in Chile und noch nicht draußen und das heißt, ich muss da schon noch mal ein bisschen trainieren, dass ich dann auch locker die 5 Kilometer draußen schaffe. Bisher laufe ich auf dem Laufband viel weniger, eher so um die 3 Kilometer, das heißt, ich muss mich da auf jeden Fall noch steigern. Das zweite Projekt, dem ich mich wieder annehmen will, ist mein Balkongarten. Da bin ich ja krachend gescheitert. Alle meine Pflanzen, die ich mühsam von Hand aufgezogen habe, sind gestorben. Ich vermute, es ist eine Kombination aus 3 Faktoren. Erstens habe ich einen Pilzbefall, von dem ich noch nicht genau weiß, wo er herkommt. Das Problem habe ich aber nicht nur oben auf dem Balkongarten, sondern in der ganzen Wohnung. Auch in den Pflanzen hier in der Wohnung habe ich immer wieder Pilze in der Erde. Das ist anscheinend einfach so ein Chile-Ding oder es ist ein Ding von dem Haus oder von der Wohnung. Ich weiß es nicht, ich habe die Ursache noch nicht gefunden. Das zweite ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Erde wahnsinnig schlecht ist und es hier einfach irgendwie 3 verschiedene Blumenerden gibt, die man kaufen kann und keine davon ist irgendwie so speziell wie in Deutschland so für Gemüsepflanzen, sondern es gibt einfach nur Pflanzenerde und Punkt. Also
Es gibt den Markt hier einfach nicht so. Und das dritte ist, dass mir viele halt in der Sonne hier verbrannt sind. Ich bin halt hierher gekommen mit dem Wissen aus Deutschland, so ungefähr, ja, in einem schattigen Garten wächst nichts und wenn du ein Gemüse anbauen willst, dann muss da mindestens einen halben Tag Sonne sein, so ungefähr. Und hier ist es halt so, wenn du Gemüse anbauen willst, dann musst du das Gemüse beschatten, ansonsten verbrennt es dir halt. Und ich habe schon ein bisschen überlegt, wie ich den Balkon beschatten kann, so dass es trotzdem noch schön aussieht und so weiter und so fort. Bin aber noch nicht zu einer sinnvollen Lösung gekommen. Ich wollte eigentlich was selber bauen, aber es ist alles hier in Chile wahnsinnig viel komplizierter als in Deutschland. Ich könnte euch jetzt endlos Gründe aufzählen, die mir im Weg stehen, um hier selber was zu konstruieren, was in Deutschland schon längst stehen würde. Also es ist alles nicht so einfach. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich habe eine Lösung gefunden, tut sich ein neues Chile-Problem auf. Aber wie gesagt, das Gartenproblem, ich möchte einfach irgendwie in diesem Blumenbeet, die ich gekauft habe, irgendwelche Pflanzen, irgendwelche Nutzpflanzen drin haben, die überleben. Und das ist das Ziel. Und das dritte Ziel ist, dass ich wieder mehr malen möchte, denn ich habe noch ein paar leere Leinwände, die ich noch nicht bepinselt habe. Und anstatt irgendwie am Handy zu hängen, würde ich doch viel lieber da irgendwie meine Skills ein bisschen verbessern und mir da ein paar Erfolgserlebnisse gönnen. Wow, jetzt habe ich so lang geredet und gefühlt noch gar nichts erzählt aus dem Urlaub oder so, aber ich mache jetzt trotzdem mal Schluss. Das waren jedenfalls meine Ziele für den März und die Zukunft. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch Ziele gesetzt habt für den März und wenn ja, welche. Also, ihr Lieben, bis nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis dann. Adios.